ich selbst habe nicht einen Freundeskreis ins Leben gerufen, so, das heißt, dass ich da so zur Tat überging, sondern dieses ist aus freien Stücken von Menschen entstanden oder auch einige wenige das wahrgenommen, die sich gesagt haben, wir müssen uns zusammenscharen und wenn wir ihn wollen, dann bitten wir ihn um einen Besuch. So kamen die Gemeinschaften zustande, liebe Freunde. Es wäre falsch gewesen, wenn ich gesagt hätte, so, du schaffst eine Gemeinschaft, du eine und so weiter und so fort. Nein, das ist alles nicht gewesen. In vielen Fällen ist es auch so gewesen, wie wenn der eine und der andere das Heil am eigenen Körper erfahren hatte, sich schon selbst verpflichtet fühlte, weitere Menschen auch zu diesem Glück zu verhelfen. Und wenn ich diesen Menschen gesagt habe, wenn sie zu ihren Nächsten sprechen, sagen sie ihnen nur das, was sie am eigenen Leibe, am eigenen Körper erfahren haben. Sagen sie ihm die Wahrheit. Entstellen sie nichts. Nicht eine Silbe an Lüge darf drin stecken. So sie ihren Nächsten die Wahrheit sagen, werden sie von dem überzeugt werden, dass auch er, zu dem sie sprechen, selbst die Wahrheit am eigenen Körper erfahren wird. Er wird auch sagen, wie sie, sich nicht anders auszudrücken wissen, sie sind von ihrer Krankheit, oder wie er sagen würde, ich bin von meiner Krankheit geheilt. Meiner Krankheit. Schauen Sie, Freunde, da ist ein großer, grober Fehler. Es ist nicht seine Krankheit, die hat er sich nur zu eigen gemacht. Mit dieser hat er zusammengelebt. Es erweckt beinahe den Anschein, oder ich könnte bestimmt auch sagen, als wäre er mit dieser verheiratet. Als gehöre sie zu ihm. Nein, sie gehört nicht zu ihm. Denn das Böse ist um den Menschen. Und muss der Mensch über so viel Kraft verfügen, dass er sie nicht in sich aufnimmt. Jeder Ärger, jeder Trotz, jeder Ehrgeiz würdigt den Menschen herab, weil das nicht berechtigt ist. Und damit baut er sich selbst und baut auch seinen Körper ab. Und er hat nie die Wahrheit von Menschen erfahren, weil sie in der Lüge groß geworden sind. Und so dies einmal geschehen, wenn ein Mensch die Wahrheit am eigenen Körper erfahren hat, dann wird er aufhorchen. Er wird glauben, er wird sagen, ja, das glaube ich, das ist die Wahrheit. Und dann kommt das auch so wieder vor, wie ich es gestern sagte. Dann wird er sagen, mir ist es auch so komisch, ich habe so ein komisch eigenartiges Gefühl. Und er wird sagen, wieder einen Fehler begehen, weil er das nicht weiß. Meine Schmerzen sind verschwunden. Ich fühle mich sehr wohl. Der andere sagt, ich fühle mich jetzt auch wohl. Und danach sagt er und schreit, ich bin von meiner Krankheit geheilt. Wie viele Fehler liegen hier drin? Liebe Freunde, dieses erweckt den Anschein nach außen, das heißt, so unsere Gegner das hören, die das Gute nicht mögen, die sich selbst behaupten wollen, erweckt es den Anschein. Diese aber das mit einer Bestimmtheit herausstellen, bitte, da haben wir die Beweise, er hat so und so viel geheilt, er hat Kranke behandelt. Und wenn einer was von Krankheit gesprochen, ja, es wurde ihm auch gesagt, es wurde ihm auch die Krankheit geschildert und die hat er behandelt. Aber umgekehrt ist es doch wirklich so, dass wenn der eine und der andere das Heil erfahren hat, das ist die richtige Bezeichnung für uns, das Heil am eigenen Körper erfahren hat und er das wahrheitsgetreu schildert, wie das vor sich gegangen ist, was für Gefühle er in seinem Körper wahrgenommen, erst klein, dann groß, dann überströmte sein Körper, er wurde warm, er durchblutete und plötzlich waren die Schmerzen verschwunden und plötzlich fühlte er keine Beschwerden mehr. Und er fühlt sich wohl. Er wird auch sagen, er fühlt sich ganz gesund. Und von da ab wird er wirklich gesunde Gedanken aufnehmen. Und so hat es weiter um sich gegriffen, so dass es wirklich zu diesen Gemeinschaften kam.